Hello and welcome. Today's date is, I have no idea. It doesn't matter. Here you can see on the screen the 6th, 2008. Here I'm about to show you some pyramids I made over the years, which I started around 2003 with, and before that in Canada, making some experiments with pyramid energies and so on. So eventually I decided to make those pyramids, make it more nicer. So eventually the following you're going to see, which are very beautiful pyramids. So hier der 6.3.2008, das sind Pyramiden, die ich gebastelt habe, hier auch in Deutschland. Die bestehen aus Fotokarton, they're made out of Bristol board and glitter und Glitter. Und das sind verschiedene Arten für Weinpyramiden, Schubladen, die ich selbst entworfen habe. Und ich habe sie gemacht, weil ja, ich habe mit experimentiert. Ich habe mit wie heißt das, Pyramidenenergie experimentiert. Und da hat man eine Pyramide gebastelt, aber dann habe ich gedacht, naja, die könnte auch ein bisschen schöner sein, ne? Und so hat sich halt alles entwickelt und die Experimente sind weitergegangen. So, folgendes, ja, schauen wir mal einfach. Okay, let's go. This one I refer to as the Asbach, Two Wine Bottle Pyramid. Also diese nenne ich die Zweier Weinpyramide. Hier habe ich Asbach uralt reingetan und nach einem Jahr ungefähr, ja, ich glaube, ich habe es ja aufgeschrieben, war der Asbach, ich glaube, das ist so eine Art Whisky oder so, der war sehr dunkel in Farbe. Normalerweise dauert es sehr viele Jahre, bis ein Schnaps oder Wein, hauptsächlich Schnaps, altert. In Pyramiden altert es sehr schnell. Und da war er, wie ich sagte, sehr dunkelrot und er schmeckte sehr schwer und sehr scharf. So after a year, this Asbach whiskey on the right side, it was very dark red color and it tasted very heavy and very sharp. So and the pyramid, what it actually is it is like a time warp thing, you know, like everything that you put inside of a pyramid, it alters very quickly, like wine and so on. But it may also turn wine into water. So Wein kann man auch von einer Pyramide oder in einer Pyramide, also Wein kann auch in Wasser umgewandelt werden. Und weiter geht's. Und dann später habe ich mit Dekorationen angefangen. Later on I was doing some experiments with decorating them. And here I put down the date. Hier habe ich das Datum eingeschrieben, dass ich weiß, wann ich das in die Pyramide getan habe und wann ich es rausnehmen sollte. Und hier kommen noch weitere Pyramiden. Und die anderen Sachen im Hintergrund, die habe ich auch in Deutschland in Läden gekauft, weil die so gut dazu passen. Die rechte Pyramide ist eine sehr aufwendige Pyramide, die ist nachgebaut worden, gut nach meiner Kreativität, weil ich wieder aufgeladen war, neue Dinge auszuprobieren, wie zum Beispiel Schubladen reinzutun. Die Kopie der Cheops-Pyramide, wo der Sarkophagus sich befindet, in der großen Galerie, so wie die aufgebaut ist, denn sie ist nicht in der Mitte gebaut worden, der Pyramide, sondern ein bisschen zur Seite und das ist sehr wichtig. Denn wenn ich Quarzkristalle da reingetan habe, innerhalb, 10 Minuten oder so, oder einen Tag, keine Ahnung. Jedenfalls, sobald ich sie auf das dritte Auge gelegt hatte, um die Energie auszusaugen, sozusagen mit dem Bewusstsein, habe ich innerhalb von 10 Sekunden eine fürchterliche Migräne bekommen. Also die waren sehr, sehr aufgeladen. So this pyramid is a copy of the Cheops pyramid, which what it is all about is where the Grand Gallery is located and where the sarcophagus is located in the Cheops pyramid in Egypt, which is not in the center of the pyramid. It is a bit off center. I think it is northeast of the center, you know, and that is very important because the energy is there most concentrated. It was one of my most complex pyramid. Das war eine meiner schwersten Pyramiden, die ich gebastelt habe. Aber es gab noch einige andere, wo man einfach... Und so sieht das Innere aus. And that's the inside of it. I've decorated it with Reiki symbols, but Reiki has nothing to do with pyramids.
Then you will see, later on you will see a pyramid, which is a smaller one, a black one, which will have also Reiki symbols, and it is a saving, or no, it is a storage pyramid. A few years later, somebody copied that idea from me and manufactured pyramids, black pyramids with Reiki symbols on it, and sold it like that. But if you'd ask him why he did that, I guess he couldn't tell you. He just made it because it was a good idea, you know. So, die Reiki-Symbole haben nichts mit Pyramiden zu tun. Auch werdet ihr später eine Pyramide sehen, die ist schwarz und die kann man oben die Hülle abnehmen, so wie hier ungefähr, habt ihr das gesehen. Und man kann im Inneren was verstecken. Und die ist auch sehr schön dekoriert mit goldenen Glitter. Und die nenne ich halt auch die Reiki-Pyramide, weil ich halt nicht gewusst habe, wie ich sie dekorieren sollte. Reiki hat nichts mit Pyramiden zu tun. Oder umgekehrt, wer weiß, vielleicht doch ein bisschen, keine Ahnung, aber hauptsächlich nicht. Und die hat dann, diese schwarze Aufbewahrungspyramide, hat dann jemand irgendwann mal kopiert von mir und sozusagen es patentiert und dann als Reiki-Pyramide verkauft. Aber wenn man ihn fragen würde, warum er das gemacht hat, Reiki-Symbole drauf, ich denke, der würde nicht wissen, warum. And now let's look into the inside. Jetzt schauen wir mal ins Innere. Da habe ich Schubladen gemacht, die waren sehr aufwendig zu machen, weil die mussten richtig passen darinnen, weil alles hatte seinen Sinn, stabilisiert, der Sarkophag ist vertieft, wo man das sehen kann, da oben neben dem Gebäude. Das soll die Grand Gallery sein. Das ist alles, hat alles einen Sinn darinnen. So what you're seeing there, the drawers have to be fit, they had to fit perfectly, because inside of the pyramid, it's been stabilized as well. So in case you put something like a glass of water on top of it, it will not collapse or bend down the floor of the pyramid. So wenn man oben zum Beispiel ein Glas Wasser hinstellen würde, dann würde es sich nicht durchbiegen. Deswegen, die Pyramiden sind stabil im Inneren gebaut und auch die Schubladen müssen halt entsprechend gebaut sein, dass sie sich auch schließen können. The inside of the pyramid drawer are with holographic plastic paper, you know, fitted. So when the light hits it, it looks really fantastic. So im Inneren habe ich holographisches Papier reingetan und dann sieht es auch interessant aus. Das war ein Modell davon. Später habe ich ein weiteres Modell gemacht, das noch schöner war, noch aufwendiger mit Schubladen. Und ja, umso mehr macht man sie, umso mehr fließt die Energie der Kreativität. Also die werden immer mehr und mehr schöner, also das hat nie ein Ende. So the more often you make a model, the more beautiful it gets, as long as you're working with creation together, you know. That in the background, what you see is also a graffiti on the wall, planets and so on. I did that also because I tried to figure out how to make with spray paints a three-dimensional planet, for instance, with galaxies. I've seen that so often, you know, they're selling such pictures. But I should have taken a look on YouTube. They have a lot of artists that know how to do this. Unfortunately, I didn't do it like that. I tried to figure it out myself. It took me 2 weeks and then I got it. Eventually, I looked on YouTube, then I found it as well. And on the right, you can see these mushrooms. They grow on trees, and I've decorated them as well with candles on it, with miniature log houses. Really beautiful stuff. So dieses Graffiti, was man da sieht, zum Beispiel von diesen Planeten und Galaxien, das habe ich versucht nachzuahmen, wie es halt die Künstler machen. Also ich hätte auf YouTube schauen sollen, dann hätte ich diese Clips gefunden, wie man das macht. Habe ich aber nicht gemacht, bin ich auf die Idee gekommen, ich wollte es selbst herausfinden. Und ungefähr 2 Wochen später habe ich es herausgefunden, wie man Kometen macht, wie man die Planeten macht, dreidimensional und so weiter. Also wirklich wunderschön. Und auch rechts ist so eine Art Pilz, den man normalerweise auf Bäumen findet. Und wenn man ihn umdreht, also man hackt sie ab, weil die Bäume gehen sowieso kaputt dazu, weil das ist ein Pilz, der den Baum abtötet. Man nimmt diesen Pilz runter, dreht ihn umgekehrt und dann kommen so richtig schöne Gestalten. Da habe ich manchmal so Goldminen drauf gemacht, ne? so wie Eingänge zu Goldminen, und diese Kerzen habe ich drauf gemacht, mit diese Tropfsteinkerzen, die habe ich dann auch gemacht. Mit Blockhütten und Miniaturbäume, die habe ich halt von Unkraut benutzt, getrocknetes Unkraut oder wie auch immer, gesprüht mit Farbe, und eventuell sah es richtig alles fantastisch aus. Also hier ist wirklich die Energie geflossen, es war unendlich, ne, diese Energie zu haben.
Diese Pyramide ist auch sehr interessant. Sie ist eine ganze Schubladenpyramide und oben, das ist alles, wenn man so Öffnungen sieht, das sind Fenster, das ist aus Projektionsplastik, wie man zum Beispiel in Schulen benutzt, dieses Plastik auf dem